Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Dart und Flutter, heute mit der Tab-Bar. Die Tab-Bar ist eine spezielle Art von App, könnte man schon fast sagen, und man sollte sie gleich von Anfang an bedenken. Deswegen habe ich mich hier dazu entschieden, das Ganze mal auszulagern in ein separates Status-Widget, in einer separaten Datei, damit wir hier auch nicht durcheinander kommen. So, denn die Tab-Bar, die bietet uns im Endeffekt die Möglichkeit, hier unten zu scrollen. Ja, das heißt, ihr könnt immer noch alles machen, was ihr normalerweise machen würdet, aber sie bietet uns eben die Möglichkeit, hier unten einzelne Tabs anzubringen. Das macht zum Beispiel auch Telegram, falls ihr das verwendet. Da könnt ihr gerne mal nachgucken. So, und ja, jetzt habe ich hier tatsächlich schon mal ein bisschen was vorbereitet, und zwar haben wir hier die Tab-Bar, wo wir die Material-Punkt-Da drin haben und eine Tab-Bar-Demo, die einfach nur ein ganz normales Status-Widget ist, das wir noch komplett implementieren müssen. Hier drüben müssen wir natürlich als erstes mal sagen, dass wir Tab-Bar importieren wollen, und dann lassen wir eben nicht eine My-App laufen, sondern eine Tab-Bar-Demo. Und diese Tab-Bar-Demo ersetzt dann komplett unser restliches Widget. Achtung, wenn wir das jetzt hier natürlich starten, dann kriegen wir hier einen Error wegen diesem Throw, ja, weil wir es noch nicht implementiert haben. So, und was wir jetzt hier machen, ist, wir geben hier einen Default Tab Controller zurück. Der Default Tab Controller liefert euch genau das. Er liefert euch eine Möglichkeit, hier mit Tabs zu arbeiten, und ihr dürft selbst entscheiden, was ihr hier machen wollt. So, und ihr müsst allerdings hier angeben, und zwar vorher angeben, wie viele Tabs ihr hier anbieten wollt. Das heißt, erstmal habt ihr zum Beispiel 50 Tabs oder habt ihr 10 Tabs. Und naja, es ist leider nicht ohne weiteres so möglich, das vorher vielleicht zu wissen, wenn man die Tabs nicht schon definiert hat. Das heißt, wenn man sie sich nicht irgendwie schon gemerkt hat. Und genau das machen wir hier oben. Das heißt, wir sagen hier Final Tabs ist gleich. Und hier rein schreiben wir uns jetzt alle Tabs. Das heißt, also zum Beispiel könnt ihr die natürlich auch von der API holen, das ist klar. Aber wir schreiben jetzt hier erstmal rein, was genau wir eigentlich haben wollen. Und hier können wir sowas reinmachen wie zum Beispiel eben Navigationspunkte. Also normalerweise sind das tatsächlich User angelegte Tabs, die man dann eben erstmal an eine API pusht und dann eben von der API wiederholt. Und ja, wir haben jetzt hier zum Beispiel sowas wie, also nehmen wir an, wir sind in einer Messenger-App, und ihr könnt eure Tabs so einteilen, dass ihr hier immer genau auf den seid, die eben, ja, mit denen ihr gerade schreiben wollt, quasi Gruppierungen von Chats. Dann haben wir hier alle, dann packen wir uns hier also Freunde rein, dann Familie und dann vielleicht noch, ja, Familie hatten wir schon, dann vielleicht noch Arbeit. Okay. So, und das ist im Endeffekt jetzt unsere Liste an Tabs. Nun, wie können wir die hier drin verwenden? Wir sagen hier Tabs.Length als Länge von allen Tabs, die wir hier haben wollen. Und hier als Child können wir jetzt unser ganz normales Scaffold anbieten. Dieses Scaffold ist jetzt natürlich noch zu füllen. Das heißt, wir sagen hier, wir wollen eine App-Bar haben. Und Achtung, wir müssen tatsächlich eine ganz normale App-Bar erstmal erstellen. Und diese App-Bar enthält einfach, ja, wie machen wir das? Sagen wir hier einfach mal, der Titel ist, ist natürlich ein Text und soll heißen My Ultimate Chat oder sowas. Okay. So, das ist jetzt erstmal unsere sehr schlechte App-Bar. Allerdings fehlt ihr noch ein entscheidender Punkt. Und diesen entscheidenden Punkt, sind die Tabs unten. Das heißt, unten bedeutet Bottom. Und ihr könnt hier tatsächlich angeben, hey, ich möchte gerne eine ganz normale Tab-Bar haben. Und die eben unten dran packen. Und ja, normalerweise sagt man jetzt hier, okay, wir haben hier Tab. Und diese Tabs sind im Endeffekt alles nur Tabs. Also wir können hier einen Tab erstellen. Und hier haben wir die Möglichkeit, einen Text reinzupacken, dass es halt direkt einfach nur als Text angezeigt wird. Hier können wir ein Icon ranpacken, hier können wir ein Child ranpacken. Also wir können auch komplette Widgets reinstecken, wenn wir das wollen. Aber normalerweise wird das nicht gemacht, weil man eben eigentlich nicht so viel Platz hat da unten drunter. Deswegen machen wir hier tatsächlich mal nur einen Text. Und ja, woher kriegen wir jetzt unseren Text? Naja, aus Tabs eben. Das heißt, Tabs ist das, was wir oben belegt haben. Und ich nehme jetzt hier tatsächlich mal die funktionale Schreibweise dafür. Das heißt, wir gehen hier tatsächlich mit einer Vorschleife drüber. For Final T in Tabs wollen wir einen Tab erstellen, und zwar mit dem Text T. So, und was wir dann haben, ist im Endeffekt eine Tab-Bar, die genauso aussieht, wie wir das haben wollen würden. Allerdings funktioniert das leider gerade gar nicht. weil uns ja noch der Body fehlt hier bei unserer kompletten Navigation hier. Habe ich die da drüben schon komplett eingebunden? Ja, habe ich. Okay,
Ja, was genau machen wir in Body rein? Nun, wir gehen mal hier unter die Tab-Bar, nein, unter die App-Bar sogar und liefern den Body nach. Und der ist jetzt tatsächlich auch wieder ein bisschen anders, denn der ist abhängig von eurer Tab-Bar, je nachdem, wo ihr gerade drin seid. Denn ihr könnt in den einzelnen Tabs unabhängig voneinander scrollen, ihr könnt alles unabhängig voneinander machen. Deswegen braucht ihr hier eine Tab-Bar-View, die mehrere Kinder hat, und zwar mehrere Children, die im Endeffekt jedes ihr eigenes Widget ist. Und das ist ein bisschen verwirrend vielleicht, weil wir jetzt hier eben nicht nur ein Widget haben, sondern eben gleich mehrere. Und wir müssen eigentlich nicht hin und her navigieren. Wir definieren gleich alles von Anfang an. Das ist der Vorteil von einer Tab-Bar, dass ihr quasi von Anfang an schon die einzelnen Widgets in der Mitte, also in eurem Zentrum oder halt die im Body sind, alle schon definieren könnt und sie trotzdem unabhängig voneinander verwenden könnt. Und ich würde euch hier eigentlich, also immer wenn es ein bisschen komplexer wird, würde ich euch empfehlen, hier die jeweiligen Tabs separat zu laden. Das heißt, in einer separaten Funktion oder in einer separaten Datei zu laden, denn ansonsten wird das hier relativ schnell unübersichtlich. Und ja, wir machen das jetzt hier allerdings, da wir hier wirklich nur ein bisschen, ja, was Kleines darstellen wollen, also sowas wie kurzen Text, for final T in Tabs, machen wir das hier mal eben in einer Funktion. Das ist ja nicht wirklich ein Problem. So, und wir centern hier Folgendes, und zwar einfach, ups, das sollte ein Komma werden, einfach ein Child, und ja, was machen wir rein? Hier machen wir einfach einen Text rein mit unserem Text T. So, und ja, jetzt passiert gleich was, wenn wir das hier starten. Nämlich, dass wir hier keine Media Query haben. Und das Problem ist, dass ich das leider am Anfang ein bisschen verkackt habe. Und zwar habe ich hier gesagt, wir wollen eine Tab-Bar-Demo haben. Das ist soweit richtig. Wir wollen die Tab-Bar-Demo haben, aber nicht statt einer Material-App. Wir brauchen trotzdem natürlich die Material-App und rufen hier unten einfach statt My Homepage bzw. statt dem Drawer-Example rufen wir eben hier die Tab-Bar-Demo auf. Ja? Das heißt, wir brauchen natürlich trotzdem die Material-App außenrum, ansonsten haben wir hier quasi gar nichts. Ansonsten haben wir keine Visual Density, keine Primary Swatch und so weiter und so fort. Und das wäre natürlich schade. So, jetzt starten wir das nochmal kurz neu. Und hier sehen wir plötzlich, aha, wir haben plötzlich alles. Und hier sehen wir alle, also My Ultimate Chat, dann in der Mitte steht alle und hier oben haben wir alle. Okay, hier haben wir Freunde, hier haben wir Familie, hier haben wir Arbeit. Wunderbar. Und was wir jetzt noch machen wollen, ist, wir bauen uns hier unten mal, statt dem ganz normalen Text, bauen wir uns eine List View. Und das heißt, wir sagen hier List View. Und die muss jetzt nicht schön sein, Padding lasse ich euch machen. Wir bauen uns hier wirklich nur ein paar Children und sagen hier wirklich, Sekunde, wir wollen tatsächlich hier, ach so, ja, wenn ich das so mache. Ich habe gerade überlegt, ob wir das Ganze vielleicht generieren lassen können, automatisch, aber dann sehen wir ja nicht, wobei doch, dann sehen wir trotzdem, wo wir sind. Okay, wir machen eine List View, sorry, aber wir machen sie anders, wir machen sie auf die Bauart List View Bilder. Und hier haben wir jetzt einen Item Builder drin. Und dieser Item Builder, der baut uns eine Liste. Und zwar aus dem Kontext und dem Index. Oder auch I genannt, den wir hier verwenden wollen. So, und hier sagen wir jetzt oben drüber, wir wollen auch noch Final List haben. Ist gleich eine List aus Strings von mir aus, die wir generieren wollen. .generate. Mit der Länge, sagen wir mal, 1337. Okay. So, und was machen wir mit dem Index? Naja, der Index wird einfach nur abgebildet auf $Index. Okay. So, und jetzt haben wir hier eine Liste, die einige Elemente, nämlich 1337 Elemente enthält. Und wir haben eben das jeweilige Listenelement, also der jeweilige Listenindex hier drin als String. Was wir jetzt hier unten reinmachen, ist Folgendes. In unserem Item Builder geben wir zurück Return List Tile aus. Und hier übrigens, die List Tiles könnt ihr auch noch relativ stark customizen, wenn ihr das wollt. Aber in unserem Fall ist das nur relativ billig. Wir wollen hier einen Title haben und der soll bitte Text enthalten. Und zwar soll er List, ja genau, $, List von I sein.
Jetzt natürlich das Ganze in geschweifte Klammern setzen, damit wir hier auch alles als eine Variable behandeln. So. Okay, und jetzt starten wir das Ganze mal und dann sieht das so aus. Perfekt. Und jetzt haben wir hier eben alle 0 bis alle blablabla und hier sehen wir die jeweiligen einzelnen Tabs und wir sehen, dass die auch wirklich andere Inhalte haben. Und wir könnten jetzt tatsächlich uns hier verschiedene List-Tiles machen, die eben alles enthalten, was wir wollen. Ihr dürft natürlich gerne selber noch outlayouten. Allerdings eine kleine Sache ist natürlich immer noch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel runter scrolle, dann auf Freunde gehen, dann wieder zurück, dann bleiben wir hier trotzdem bei alle 0. Also das merkt sich das Ganze nicht, aber es ist sehr, sehr angenehm. So, eine Sache zu der Tab-Bar an sich noch. Ihr könnt hier ein kleines Ding einstellen, das nennt sich isScrollable. Das könnt ihr entweder auf True setzen, True, oder auf False setzen. Je nachdem wird dann eben die Tab-Bar skaliert oder sie wird einfach auf Scrollable gesetzt. Das sieht dann folgendermaßen aus. Machen wir mal, Sekunde. So, ihr seht, jetzt haben die ganzen Elemente eben eine feste Größe, während wenn sie nicht scrollable ist, dann dehnt sich das immer auf die komplette Größe. Wenn ihr natürlich die feste Größe hier überschreitet, also zum Beispiel, wir haben hier jetzt noch dann irgendwie, keine Ahnung, ein paar Mal mehr Arbeit, ja, weil ihr viel am Arbeiten seid und dann habt ihr natürlich hier irgendwann das Problem, ja, wir müssten eigentlich scrollen, das ist ganz gut, wenn ich hier Scrollable auf False setzt, dann sieht das so aus. Dann wird halt alles sehr, sehr gedrungen und sehr, sehr eng. Ja? Dann könnt ihr hier nicht mehr wirklich irgendwas machen. Deswegen, wenn es viele Tabs sein sollten, solltet ihr hier auf Scrollable setzen. Wenn es nicht viele Tabs sein sollten, also irgendwie überschaubar viele, sowas hier zum Beispiel, und nicht user-generiert vor allem. Wenn sie user-generiert sind, sollten sie eigentlich fast scrollable sein, weil ihr nicht sicher sein könnt, dass der User nicht unendlich viele davon generiert. Aber ja genau, wenn es eben nur 4 Stück zum Beispiel sind und ihr wisst, es sind nur 4 Stück, dann könnt ihr hier tatsächlich hergehen und sagen, hey, die Dinger sind jetzt erstmal nicht scrollable und ich kann es eben so mir angucken. Okay, super. Das war's von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.